Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video für meinen Kanal und wie einige von euch wissen, komme ich gerade frisch zurück aus Asien. Ich war nämlich eine Woche in Borneo und eine Woche in Taiwan und habe dort jede Menge Videos für euch produziert. Einen kleinen Vorgeschmack, was ich da alles produziert habe und was demnächst auf euch zukommt, seht ihr da oben in der Playlist. Da sind nämlich schon ein paar Vlogs online, die ich so ein bisschen behind the scenes gefilmt habe. Aber die treuen Zuschauer unter euch wissen, dass ich letztes Jahr ja auch schon in Taiwan war, zusammen mit dem Andreas und dem Joshua von der Zierfisch Farm Jung und dort auch einige Videos für euch produziert habe. In den Videos habt ihr zum Beispiel gesehen, wie Zierfische gezüchtet werden, wie Wildentnahmen funktionieren, wie die Biotope dort aussehen, wie die Zuchtfarmen dort aussehen und so weiter und so fort. Wie gesagt, könnt ihr alles nochmal da oben in der Playlist nachschauen, wenn ihr die Videos verpasst habt. Aber ein Video aus dieser Serie habe ich mir aufgehoben für dieses Jahr und zwar für heute, um eine Überleitung zu schaffen vom letzten Jahr auf dieses Jahr, weil das Ganze ja eigentlich einen Zusammenhang hat. In diesem Video seht ihr nämlich, wie so ein Zierfisch bzw. Export funktioniert, von wirklich Anfang bis Ende, um auch mal so ein paar Gerüchte aus der Welt zu schaffen, was es mit den Ausfallquoten und so weiter und so fort auf sich hat. Dazu habe ich natürlich auch noch ein paar Hintergrundinformationen von behördlicher Seite mit ins Video reingepackt. Ihr seht da unten so Timestamps eingeblendet, da könnt ihr an die Stellen skippen, die euch brennend interessieren. In diesem Video soll es wie gesagt darum gehen, zu zeigen, wie so ein Zierfisch In- und Export funktioniert und auch, was die taiwanesische Regierung alles für den Zierfischexport macht, ermöglicht, was für strenge Auflagen in Taiwan herrschen, was für Regeln dort herrschen und was es mit dem taiwanesischen Registrierungssystem auf sich hat, das für Wassertiere und Transitfarmen gilt. Wie gesagt, das seht ihr jetzt hier in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's. Ja, guten Abend. Es ist Dienstag vor unserer Abreise und jetzt werden die Fische gepackt für die Sendung, die heute Nacht bzw. morgen früh zum Flughafen geht, nach Taipei. Und da werden jetzt die Tiere eingepackt, die wir dann morgen, Sascha, Joshua und ich, wieder auspacken werden. Ich habe Garnelen bestellt, ich habe Fische bestellt, ich habe verschiedene Fische auch bestellt und ja, ich habe viele Wirbellose bestellt und auch Wildfang-Japonica und so. Einfach bunte Tüte, würde ich jetzt mal sagen. Und ein Teil von den Fischen werden wir jetzt gleich sehen. Ich denke, wir gehen rüber. Es gibt einen Packbereich, einen klimatisierten. Es gibt einen Verpackungsbereich. Und hier liegt schon die Palette, mit der die Fische dann gleich zum Flughafen gehen. Und das Team von CWA ist schon fleißig am Packen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal so Step by Step und Station für Station alles an und lassen uns alles zeigen. Los geht's. Genau, und ich muss auch noch was dazu fügen. Das Video soll den Hintergrund haben, damit ihr auch mal seht, dass die ganzen Horrorgeschichten mit Ausfällen, dies, das, ananas, ihr wisst schon, alles ja, nicht so stimmen, wie die hier im Internet so kursieren. Ja, das ist genau. eigentlich der Sinn der Sache. Also, wie gesagt, ihr werdet einen ehrlichen Einblick, oder ihr habt ja einen ehrlichen Einblick von den Farmen bekommen, werdet jetzt noch einen ehrlichen Einblick vom Fangen bekommen und morgen den ehrlichen Einblick vom Auspacken. Und dann werdet ihr sehen, also kann man sehen, wie wir arbeiten, beziehungsweise wie zum Beispiel CWA arbeitet, stellvertretend für viele andere Exporteure. Ja, dann viel Spaß beim Video. Bevor wir jetzt aber in den Versandprozess reinstarten, bekommt ihr noch exklusive Hintergrundinformationen vom Veterinärforschungsinstitut für Tiergesundheit in Taiwan. Dort haben wir nämlich Frau Lu getroffen, die Forscherin des Wassertierlabors dort ist und die uns gezeigt hat, wie im Vorfeld Untersuchungen gemacht werden, dass auch nur gesunde Tiere in den Versand kommen und was dafür alles gemacht wird. Das seht ihr jetzt hier zusammengefasst in diesem Clip. Das Veterinärforschungsinstitut des Landwirtschaftsministeriums Taiwans ist für die Diagnose und Untersuchung von Wassertierkrankheiten zuständig und arbeitet aktiv an der Vorbeugung von Krankheiten, um die Aquakulturindustrie sowie die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Gemäß der standardisierten Liste der Weltorganisation für Tiergesundheit und den Handbüchern für Diagnosetests für Wassertiere sowie der Krankheitsanfälligkeit der Tiere wählt das Labor des Veterinärforschungsinstituts PCR, RT-PCR, qPCR und andere molekularbiologische Schnelltests aus, um regelmäßige Probenarmen zur Krankheitsüberwachung durchzuführen. Solch ein Testverfahren seht ihr übrigens gerade hier im Video. Das Labor für DIV1, ein Krankheitserreger, der Krebstiere befällt und enorme wirtschaftliche Verluste verursacht hat, wurde von der Weltorganisation für Tiergesundheit als Referenzlaboratorium für aquatische Krankheiten anerkannt. Die taiwanischen Regierungsbehörden arbeiten seit 2014 schrittweise an der Einführung eines Registrierungssystems für exportierte Zierfische mit dem Ziel, Taiwans Biosicherheitskontrollen und Exportverfahren für Zierfische mit internationalen Standards in Einklang zu bringen. Mit dem Registrierungssystem wurde ein vollständiges
Kontrollsystem eingerichtet, das vom Anfang bis zum Verkauf rückverfolgbar ist. Seit 2017 hat die Fischereibehörde des Landwirtschaftsministeriums das Veterinärforschungsinstitut beauftragt, bei der Beratung und Krankheitsüberwachung von Wassertierregistrierungsbetrieben zu helfen. Deshalb sind die Gesundheitsbescheinigungen und Herkunftszertifikate für Fische aus Taiwan verlässlich und glaubwürdig. Gut, wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt natürlich schon angefangen, ein paar zu fangen. Wir zeigen euch jetzt nur anhand eines Beispiels, wie das Ganze hier abläuft, weil es wird sonst, glaube ich, den Videorahmen um einiges sprengen, weil ich glaube, du hast ein bisschen viel bestellt, oder? Ja. Also dann würde ich sagen, hier sehen wir schon mal ein bisschen was. Das sind verschiedene Netzgrößen, Wasser vorbereiten zum Packen. Dann sehen wir rechts Eis zum Runterkühlen. Hier ist es halt ziemlich warm, dass halt die Transporttemperatur relativ runter geht. Wir haben hier hinter uns einen Raum, in dem schon die Beutel liegen, die fertig verpackt sind. Der Raum, wie man da oben sieht, ist abgetrennt vom Rest der Halle und mit einer starken Klimaanlage klimatisiert, so dass hier die Temperatur der zu transportierenden Fische vor dem Transport abgesenkt wird, sodass dann etwas abgekühlte Fische in die Boxen reinkommen, sodass dann praktisch die Temperatur nicht zu stark ansteigt am Weg zum Transport zum Flughafen, beziehungsweise dann im Flugzeug, solange es noch auf der Rollbahn steht. Wenn es in der Luft ist, ist meist nicht mehr so das Problem, ist nicht mehr so warm, aber hier unten in Taiwan ist es generell jetzt einfach sehr warm und deshalb muss man diesen Prozess einfach machen, sonst gehen die Tiere Vielleicht sollte man auch dazu sagen, die Flugzeuge, mit denen die Tiere transportiert werden, sind keine Frachtflugzeuge, weil Frachtflugzeuge nicht gekühlt sind, sondern nicht gewärmt sind. Also es gibt schon Frachtflugzeuge, die eine Heizung an Bord haben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste man jemanden fragen, der sich genauer auskennt, aber ich glaube, da wäre ein Transport von Fischen möglich. Aber normal nimmt man Personenmaschinen, weil die auch immer Fracht mit transportieren können. Und da ist es so, dass der Frachtraum zumindest etwas geheizt ist. Wenn man das nicht hat, auf 10.000 Meter sind, keine Ahnung, minus 60 Grad oder irgendwie sowas oder minus 50 Grad. Wenn du da Fische unbeheizt ins Flugzeug packst oder ohne Heizung außen herum, dann sehen die ungefähr so aus. Ja, dann sehen sie so aus, genau. Ja. Dann können wir auch nichts mehr damit anfangen, außer Sushi. Um das Ganze nochmal kurz zusammengefasst zu erklären, falls ihr euch wundert, warum die Tiere denn vorher runtergekühlt werden, das hat einfach den Hintergrund, dass das kühlere Wasser dafür sorgt, dass die Tiere den Stoffwechsel runterfahren und dadurch weniger Stress beim Transport haben. Gut, okay, gehen wir los, fangen wir. Alles klar, los geht's. Ich laufe mal hinterher. Die haben sich jetzt alles schon vorbereitet, abgezählt und die Tiere zum Auskoten in diese Netze gesetzt und eine Zeit lang nicht gefüttert, also ausgenüchtert. Jetzt kommen die mitsamt Netz und Schüssel und frischem Wasser an den Packtisch. Kommen nochmal in frisches Wasser. Jetzt hat die andere Mitarbeiterin schon die Wassermenge für diese Position genau abgemessen. Das sind übrigens diese Heros Spätz Sunrise oder Red Point oder bei uns Rotpunkt Heros ist eine Zuchtform. Ich glaube vom Heros efasciatum. Wir haben immer doppelte Beutel, die hier verwenden. Jetzt kommt die Luft raus, Sauerstoff rein. Der Beutel wird mit Sauerstoff gefüllt. Wird verschlossen mit diesem Clippertex, kennt ihr ja auch schon von uns aus der Firma, und kommt in die Kiste rein. Wir gehen mal rüber, gucken mal. So, das sind Versandkisten, Styroporbox, kennt ihr ja auch. Genau, kennt ihr ja schon. Jetzt haben wir hier oben, wenn sich jemand fragt, was die Schilder da zu bedeuten haben, das ist praktisch die Codenummer von CWA von den Fischen drauf. Das ist so, dass wir dann am Lieferschein kontrollieren können, ob wir in dem Beutel die richtige Position Fisch haben. Weil wenn man das jetzt im Edding beschriften würde oder so, würde das durch die Reibung im Flugzeug an dem Beutel weggehen. Ja. Und mit diesem Schild sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt fragen wir mal die Mitarbeiter, was das für ein Päckchen ist. Das würde mich mal Ich würde auf Zellulit tippen. Auf Zellulite? Ja, Zellulit. Zeolit. Zellulit. Zeolit. Auf Zeolit, ja, auf Zellulite tippe ich auch. Sprachenlernen, ja, genau. Stacy, what's this bag with the stones inside the bag? Inside bag. Yeah. Zeolit? Fish. Yes, zeolite. Zeolit. Yes. Yeah. Okay. The original one is like this one. And So this you is the, no. Crush it. This is a small one. Yes. Okay. Yes, we can order the directly small. Okay. okay. Ja.
The number is nonetheless. Also alles super, der Dolmetscher hat auch schon aufgepasst. Das ist im Endeffekt ein Zeolithpäckchen und Zeolith ist so ein Tauschergestein oder ein aufnahmefähiges Gestein und das sorgt dafür, dass Giftstoffe aus dem Wasser entnommen werden. Unter anderem Ammoniak, das halt durch die Ausatmung der Fische im Beutel entstehen kann. Das ist bei einem pH-Wert über 7 ungiftig, bei einem pH-Wert unter 7 giftig. Und wenn man dann die Fische umgewöhnt, ist es oft so, wenn das drin ist, du gewöhnst die Fische um, ziehst den pH-Wert wieder hoch beim Angleichprozess und dann kriegen die Fische Probleme, weil sie dieses giftige Ammonium, ist es dann, meine ich, unter 7 nicht mehr losbekommen und dann ersticken die beim Umgewöhnen unter Umständen. Um das zu vermeiden, macht man das Zeolith mit rein. Das kann man auch bei Kurzzeittransporten machen, macht man aber da eher weniger. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich Garnelen als nächstes. Die Mitarbeiterin hat jetzt das Zeolith-Päckchen auch wieder reingemacht. Und ein paar Eiswürfel? Und ein paar Eiswürfel. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Fischstäbchen vielleicht. Ja, meine Vermutung war schon ganz richtig. Der Kollege hat Garnelen geholt, weil die Garnelen, die sind ja noch mal temperaturempfindlicher wie viele Fische. Und um jetzt im Endeffekt die Temperatur kontrollieren zu können, macht sie die Eiswürfel da rein und dann schüttet jetzt der Kollege das über ein anderes Netz ab. Er hat ein feineres Netz. Vorher hat er ja dieses grobe Netz genommen, das hier. Und jetzt hat er das feine Netz hinter das hier genommen. Und da bleiben die Garnelen außerhalb. Also die rutschen nicht durch das Netz durch. Da hat er so ein bisschen grüne, das wird, glaube ich, benutzt, um Früchte einzupacken. Und das ist im Endeffekt dafür da, damit die Garnelen sich festhalten können und nicht durch den Beutel die ganze Zeit rutschen und dann den Transport gut überstehen und sich während des Transportes festpacken können. Sonst würden die ganze Zeit im Boden, die Garnelen können sich nicht festpacken, die rutschen dann immer so durch, das ist Stress für die Tiere. Ja, und jede Garnele einzeln anschnallen im Flugzeug ist schwierig, ist blöd, schwierig, ja. Und ja, dann haben wir das. Okay, er gibt es zuerst der Stacy, damit die Garnelen nicht verletzt werden. Dann kommen die in den Eimer rein, okay. In dem Eimer seht ihr Striche, die geben die Wassermenge an, die für den Transport gebraucht wird. Stacy hat da nochmal das Schild, dass auch die richtige Sorte im Beutel drin ist. Jetzt guckt sie nochmal, dass alle leben, dass keiner tot ist. Da hat sie eine Haut. Ja, das ist eine Haut, also kein Toter, sondern nur eine Häutung, die im Beutel stattgefunden hat. Die Haut kommt aus dem Beutel, also Stacy macht auch Qualitätskontrolle in dem Moment. Und jetzt hat sie die Tiere aus dem Eimer in den Beutel reingeschüttet. Die Eiswürfel sind da drin. Echt krass, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Die sind schon geschmolzen, oder? Ja. Ja, also in dem Moment, wo das Wasser da reingekommen ist, sind die Eiswürfel schon geschmolzen. Wir gehen mal hin und gucken mal. Und die packen die Garnelen mit Sauerstoff. Das machen wir ja nicht. Wir packen die ja nur mit Luft. Oh, und guck mal, die kriegen sogar noch mal ein Eis in die Kiste rein. Also da ist noch mal ein Eis drin und das Eis im Beutel. Das ist jetzt mittlerweile so gut wie geschmolzen. So gut wie geschmolzen, weil das war schon eigentlich praktisch weg, wo das Wasser reinkam. Das ist echt hammerhart, wie warm das hier auch ist. Also da merkt ihr das auch wieder dran. Wenn es halt draußen mal irgendwie so 33 Grad abends um, was haben wir jetzt, 7, 8? Ja. Irgendwie sowas. Also sagen wir mal um 7. Dass es um 7 noch irgendwie über 30 Grad hat, da schmilzen halt die Eiswürfel weg in dem Moment, wo sie in Kontakt kommen. Und durch das Kühlen wird natürlich auch der Stoffwechsel von den Tieren runtergefahren, schätze ich mal. Ja. Wird runtergefahren. Tiere sind etwas beruhigter, entspannter in kühlerem Wasser als in wärmerem Wasser. Und man kann sie halt länger transportieren. Sauerstoff hält auch länger. Jetzt fragen wir mal, ob sie das mit reinem Sauerstoff packen oder gemischt. Stacy, you use complete O2 or halved O2 for the complete O2? Okay, also ich dachte immer, wir gucken gerade noch mal, jetzt ist die Kiste fertig, dann können wir schauen, wie er sie zumacht. Also Garnelen, Kiste nur mit Garnelen, Eis dabei, Eiswürfel in den Beuteln drin. Das Wasser hat gefühlt eine Temperatur von immer noch über 20 Grad, also noch relativ 20, warm, 20, 22 Grad jetzt noch. Dann hat er so eine kleine Kiste, die benutzen sie nur für die Garnelen, das weiß ich, weil wir schon oft Sendungen von denen ausgepackt haben. Und dann haben die diese kleinen Boxen hier mit dem Eis und dann wird das jetzt hier verschlossen und dann kommen mehrere solcher kleinen Kisten in eine große Umkiste rein, also in eine Pappkiste rein.
Normalerweise passen 4 solcher Umverpackungen mit 3 Beuteln in eine Kiste rein. Heute haben wir nicht genug bestellt, dadurch wird es gemischt. Also, was heißt nicht genug bestellt? Wir haben genug bestellt, aber wir haben nicht. Genau, wir hätten in der Kiste ist nicht genug drin. Und es muss ja alles irgendwie effektiv sein, so dass es am Ende sich auch lohnt, so eine Kiste zu importieren. Es kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und jetzt sieht man, jetzt werden Garnelen und Fische in einer Kiste gemischt. Ihr seht, die Fische werden nicht von der Kühlung betroffen, weil diese Kiste separat ist. Und die ist ja nochmal Styropor, 2 cm dick oder so. Das heißt, das schafft es nicht, die Kiste merklich runterzukühlen. Gut, okay, guck mal hier weiter. Dann hat der Kollege jetzt hier zum Verschließen Tropheus Duboisi Maswa Junge. Die hatten wir auch bestellt, 50 Stück oder sowas. Die kriegen auch rein Sauerstoff, genau. Da wird genau die Höhe abgemessen, dass es auch in die Kiste reinpasst. Auch da wieder Effektivität, ganz wichtiges Thema. Die Beutel sind nicht prall gefüllt, das hat den Grund, dass man die dann noch ein bisschen drücken kann, wenn die Kiste richtig zugeht. Ne? Ich denke, das ist hauptsächlich jetzt hier bei dieser Kiste, weil die so gemischt ist. Da könnte man nachher noch mal bei einer anderen Kiste gucken. Dann hast du halt einfach mehr Platz, um noch mal einen Beutel dazu zu packen oder noch mal das Ganze anders einzupacken. Ja, hier haben wir Krabben. Die sind schon eingepackt worden, sieht man es? Ja, ich glaube, man sieht es ja. Ja. Die sind hier auch wieder mit Material zum Festhalten dabei. Die sind mit relativ wenig Wasser gepackt. Die brauchen ja nicht so viel Wasser, da ist die Luft dann wichtiger. Und ja, was haben wir denn noch hier? Da haben wir die Tropheus Duboisi, die hatten wir schon. Dann haben wir hier die Heros, die haben wir auch schon gesehen. So, die Kiste scheint voll zu sein. Da geht nichts mehr rein. Dann würde ich sagen, machen wir die zu. Ihr seht, da ist eine Folie außenrum, die ist dafür, dass kein Wasser aus der Kiste rausläuft während dem Flugtransport. Die wird oben umgelegt, dann kann nichts passieren. Die Styroporkiste, jetzt wird der Pappkarton verschlossen. Und jetzt geht es auf die Waage, da wird dann das Gewicht erfasst. Dieses blaue und rote Klebeband, was da gerade drauf kommt, dient dazu, dass ihr jetzt in dem Video auch seht, dass es wirklich die Sendung ist, die wir da gerade verpacken, die wir dann am nächsten Tag in Deutschland auch wieder auspacken. 20,4 Kilo. Wir fragen mal, ob Sie auf ein bestimmtes Gewichtsziel hinpacken. Stacy, sorry. At packing, you try always to get the same weight of the box. 箱子的重量都一样，有没有是常常会办不到。Ja, wir versuchen also immer so durchschnittlicher Gewicht. Okay. Und das wäre 20 Kilo oder? Also, der Übersetzer hat uns wieder mal geholfen. Wir haben mit meinem schlechten Englisch nicht richtig weitergefunden. Es wird versucht, auf ein Wunschgewicht zwischen 20 und 22 Kilo zu kommen, also ein Durchschnittsgewicht. Jetzt hat man eine Kiste mit 20,4 Kilo, also würde ich sagen Punktlandung. Da waren wir genau da, wo die hinwollen beim Packen. Das sieht man mal, wie genau und professionell die hier packen und die Beutelgrößen bestimmen, die Fischmengen bestimmen und so weiter und so fort. Auch wie professionell hier, ich vermute mal, dass das Tablet auch dafür da ist, um die Boxnummern einzutragen, was dann nachher in welcher Box ist, dass die Fische und Garnelen und so weiter entsprechend zusammengepackt werden. Also auch da sieht man wieder, auch in unserer Branche gibt es Beispiele dafür, wie Technik eingesetzt wird und wie einfach, finde ich, professionell und sauber gearbeitet wird. Und was natürlich auch zur Professionalität und Sauberkeit gehört, ist die Ausstellung eines Veterinärgesundheitszeugnisses. Und das stellt Frau Fang aus und die haben wir natürlich auch interviewt im Vorfeld. Und sie erklärt uns mal ganz kurz, was denn eigentlich erforderlich ist und was geprüft wird, dass die Tiere überhaupt das Land verlassen dürfen. Um sicherzustellen, dass Taiwans Biosicherheitskontrollen für Wassertiere und die Ausfuhrvorgänge mit den Testpunkten und Vorschriften des Einfuhrlandes übereinstimmen, wird die Inspektion von der Abteilung für Tier- und Pflanzengesundheitsinspektion des taiwanischen Landwirtschaftsministeriums durchgeführt. Die Taiwan-Exporteure müssen die Teilnahme des Registrierungssystems von Wassertierfarmen und Transitfarmen für den Export beantragen. Das Veterinärforschungsinstitut des Landwirtschaftsministeriums ist für Diagnosetests und den Inspektionsbericht zuständig. Die Abteilung für Tier- und Pflanzengesundheitsinspektion schickt technische Spezialisten wie mich vor Ort, um die Anzahl der Tiere zu bestätigen und um den Inhalt des Inspektionsberichts, der vom Veterinärforschungsinstitut ausgestellt wurde, zu überprüfen. Das Veterinärgesundheitszeugnis wird nach der Bestätigung von mir ausgestellt, wenn keine Fehler vorliegen.
Die Exporteure und Fischfarmen nehmen an der langfristigen Krankheitsüberwachung teil. Und wenn sie 2 Jahre lang negativ waren, ist es nicht mehr erforderlich, die Ausfuhr einzeln zu überprüfen. Magst du noch verraten, was so ein Import kostet? Was so ein Import kostet? Also, ja klar, die Preise von den Fischen natürlich nicht, das ist ja betriebsintern, aber was die Transportkosten Ja, sind. also eine Box Taiwan dürfte so zwischen 150 und 220 Dollar an Fracht kosten. Dazu kommen dann nochmal Nebenkosten, wie zum Beispiel die Abfertigung am Frankfurter Flughafen. Da haben wir eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die diese, ich sage jetzt mal, Papierarbeiten für uns übernimmt. Also sprich die Originalpapiere am Flugzeug oder in der Animal Lounge. Das ist da, wo alle Tiersendungen zusammenkommen am Flughafen. Das werden wir euch in dem Video auch noch zeigen bei der Ankunft. Da holen die Originalpapiere ab, weil die Abfertigung ist normal nur mit Originalpapieren erlaubt. Und dann fahren die mit den Originalpapieren zum Zoll am Frankfurter Flughafen, lösen beim Zoll die Sendung aus, dass wir die dann nachher rausbekommen aus der Animal Lounge und machen die Veterinärpapiere, also sprich sagen dem Veterinäramt innerhalb der Animal Lounge Bescheid, dass die Sendung da ist, lassen die dann beschauen. Es werden immer mindestens 2 Boxen pro Sendung nochmal am Frankfurter Flughafen beschaut. Da wird dann durch Veterinäre entschieden, ob die Tiere gesund sind, ob die Qualität der Tiere gut ist, ob der Versender professionelle Arbeit leistet und ob der Empfänger der richtige ist und so weiter. Die prüfen das und dann kann man die Sendung so nach circa 3 bis 5 Stunden aus der Animal Lounge abholen und auslösen und kann die dann ins Auto verladen bzw. in den Sprinter verladen und nach Hause fahren. Da haben wir die nächste Box, ist zu spät. 22,7 Kilo, also da sind wir ganz leicht über dem Packziel drüber hinaus, waren wahrscheinlich schwere Beutel drin. Und ja, dann, ja, wie gesagt, haben wir die Frachtkosten, haben die Kosten der Tiere und haben gewisse Nebenkosten. Auch Einfuhrumsatzsteuer muss bezahlt werden. Auf die Fische ist kein Zoll fällig, aber es kommen auf die Wirbellosen nochmal Zollkosten obendrauf. Das sind alles Kosten, die wir praktisch instant bezahlen müssen. In dem Moment, wo die Fische ankommen, einen Tag später, werden alle diese Kosten von unserem Konto belastet. Wir haben da eine Einzugsermächtigung für die Spezialspedition oder für die Spezialagentur, die uns die Abfertigung macht. Und die holen sich das Geld am nächsten Tag. Ja, wollen wir uns noch mal ein paar Fische beim Packen anschauen? Na klar, machen wir. Ja, schauen wir noch mal, was jetzt hier in die Kiste kommt. Hier haben wir jetzt Pseudotropheus esteri rot-rot in einer kleinen Größe. Ja, hier haben wir die Zyphotilapia frontosa, 6-Streifen Tanganika-Bollenkopf, Maulbrüter. Die sind von der Größe her auch so ca. 4 cm. Die sind auch perfekt. Die können wir auch gut verkaufen. Wir gehen hier noch mal rum. Das sind die vorbereiteten Boxen für die Sendung. Ja, hier haben wir das Packwasser. Das nutzen die zum Verpacken der Fische. Wie man sieht, gute Wasserqualität. Das ist das Brunnenwasser, was CWA hier benutzt. Und das Ganze wird belüftet, damit der Sauerstoffgehalt des Wassers möglichst hoch ist vor dem Transport. Und dann geht es hier im Endeffekt weiter also nehmen die das Wasser hier raus und verpacken dann so, wie ihr es eben gesehen habt, die Fische. Hier haben wir Notobranchius rahovi schon einzeln vorgepackt in so, das sind glaube ich für Werkzeuge oder für Fahrradersatzteile oder Schrauben oder sowas, die Kästchen. Und da sind alle Männchen, alle Weibchen schon separat vorgepackt, weil die sind halt so ein bisschen biestig untereinander. Und wir fragen mal vielleicht auch noch die Stacy, ob die so verpackt werden oder ob die dann nochmal umgepackt werden, oder? Ja. Kann man das mal fragen? Ja. Stacy, yes. Das Notobranchius rahovi, der Albinos, you transport them in this cases or in the bags? No. 我们只是用这个壳子防止它互死的。对。Das ist nur vorläufig, damit genau. die nichts zusammen. Okay, und dann später kommen die in die Tüte rein zusammen. 我们要出口的时候，我们是一只一只把它包起来。 Oder in kleine Tüten. Also I fish in eine Tüte. Okay, also eine kleine Tüte. Ja, das sollte man uns vielleicht auch noch mal anschauen. Die werden also nicht in diesen Plastikpäckchen transportiert, sondern werden in so ganz kleine Beutelchen alle einzeln eingepackt. Ja, vielleicht sollten wir uns das auch gleich noch mal anschauen. Dazu zeigen wir euch mal an einem Beispiel die Kampffische, die Betta splendens. So, okay, da haben wir jetzt die Kampffische. So, jetzt hat er hier auch wieder Packwasser, frisches.
Dann hat er diese kleinen Beutel, in die die Tiere einzeln verpackt werden. Also ich kenne ein ähnliches System, das ist mit Endlos-Packband, das ist in Thailand. Und dann werden die Tiere reingepackt und verschweißt. Ich denke, das ist hier ein bisschen anders, weil das sind ja Beutel, kein Endlos-Packband. Aber ich denke, dass sie trotzdem verschweißt werden. Also es geht schneller, wie so kleine Beutel zuzumachen. Aber wir bleiben einfach mal gespannt. Sascha bleibt drauf. Okay, der Jimmy hat sich jetzt hier ein Netz genommen und fängt jetzt den Kampffisch raus. Das ist ein Better Splendens Männchen Plakat. Farbform sehe ich jetzt gerade von hier aus leider nicht. So, jetzt hat er den in den Beutel reingemacht. Das ist ein ganz kleiner Klotzbodenbeutel. Und jetzt kommt Luft dazu. Dann wird er geknickt. Dann läuft der automatisch durch das Band. Und in dem Band sind wahrscheinlich heiße Platten oder sowas oder heiße Drähte. Und die verschweißen den Beutel. Und dann geht er da hinten runter. Der Mitarbeiter macht einen Aufkleber drauf mit der Nummer, also mit der Artikelnummer des Fisches, damit man weiß, was es ist. Und da sieht man, kleiner Klotzbodenbeutel, der Fisch hat Platz, Wasser, Luft, Aufkleber und dann geht es dann gleich in die Kiste. Machen wir das Ganze gerade nochmal, weil es so schön war. Jimmy fängt noch ein, dann geht's los. Das sieht aus wie ein Koi oder sowas. Genau, Jimmy fängt den. Verpackt ihn in den kleinen Beutel, zack, drin ist er. Dann gibt er ihn an den Chef, an Chef weiter, genau. Chef macht wieder Luft rein und dann läuft der Beutel wieder durch diese, ja, wie nennen wir es denn, Laminiermaschine, genau, das wäre eigentlich der richtige Begriff, ja. Dann ist es fertig laminiert, hinten raus. Sascha, nimm mal in die Hand, guck dir das mal an. Ist das dicht? Das ist dicht, ja. Ja, also, coole Sache. Hier oben sieht man, dass es verschweißt ist. Und dann kommt noch ein Aufkleber drauf. Das Ganze kommt in die Box. Für die Fische geht es jetzt ab zum Flughafen gleich. Das können wir jetzt leider nicht mehr filmen, weil wir können jetzt nicht mit zum Flughafen fahren, da ja, in den Transporter nur 2 Sitze sind. Aber wie ein Transporter zum Flughafen fährt und wie die da verladen werden, könnten wir sowieso nicht filmen, weil das Sicherheitsbereich ist. Vielleicht können wir euch in Frankfurt am Flughafen ein bisschen was zeigen, wie die Fische ausgeladen oder nicht wie sie ausgeladen werden, aber wie sie in der Animal Lounge ankommen. Und auf jeden Fall zeigen wir euch dann, wie die Fische dann bei uns angekommen sind und wie wir sie auspacken. Bevor es jetzt aber gleich wieder nach Deutschland geht, erklärt uns Herr Sheng von der Fischereiverwaltung in Taiwan noch, was die Regierung eigentlich für die Zielfischindustrie in Taiwan tut und wie dieses Registrierungsprogramm funktioniert. Taiwans Registrierungssystem von Wassertierfarmen und Transitfarmen für den Export ist kein obligatorisches System. Die Farmen können je nach Bedarf die Teilnahme beantragen. Die Regierung prüft die Antragsunterlagen und führt vor Ort Inspektionen durch. Wenn die Farmen die Bedingungen für die Zulassung erfüllen, werden ihre Namen auf der Website von der Fischereiverwaltung des Landwirtschaftsministeriums Taiwans bekannt gegeben. Dieses System soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit der taiwanischen Zierfischhändlern verbessern. Daher wird die taiwanische Regierung das System auch an die EU-Vorschriften in Bezug auf Einfuhrbestimmungen anpassen. Die taiwanische Regierung hat keine Mühen gescheut, um die Zierfischindustrie zu fördern. Taiwan Aquarium Expo wird beispielsweise jedes Jahr veranstaltet und Händler werden zur Teilnahme an Ausstellungen im Ausland ermutigt. Während der Corona-Zeiten gewährte die taiwanische Regierung den Händler auch noch Frachtsubventionen. Ja, das war es dann von der taiwanesischen Seite her. Aber jetzt schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass Taiwans Regierung sich so für die Zierfischindustrie einsetzt und dass da so viel dahinter steht. Da bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. Ja, für uns ging es dann ins Hotel ein paar Stunden und danach direkt weiter zum Flughafen, weil wir sind ja ein paar Stunden später schon wieder zurückgeflogen. Die Fische sind zum Glück in derselben Maschine zurückgeflogen wie wir auch, also in derselben Passagiermaschine. Und wir konnten am nächsten Tag 14 Stunden später, also ich glaube 14 Stunden sind wir, glaube ich, geflogen, die Fische dann direkt in der Animal Lounge abholen und ja, ich fasse euch das mal so ein bisschen zusammen bis zu dem Punkt, wo wir die Fische dann beim Andreas in der Zierfischfarm wieder auspacken, um zu sehen, was denn da alles angekommen ist und wie die Tiere aussehen. Los geht's! So, wir haben jetzt den nächsten Morgen. Gestern Abend noch ein bisschen stressig gewesen, wir sind ziemlich spät erst von CWA gekommen. Die Fische sind auch schon auf dem Weg zum Flughafen. Die fliegen ja mit derselben Maschine, mit der wir auch fliegen. Deswegen sind die immer ganz nah bei uns.
Alter. So, wieder in Frankfurt. Ja, als wir dann in Frankfurt gelandet sind, hatten wir noch ein bisschen Zeit, bis die Tiere aus der Animal Lounge freigegeben worden sind. Deswegen sind wir erstmal nach Hause gefahren. Ich habe dem Andreas dann eine Cam mitgegeben, sodass er nochmal dokumentieren konnte, wie die Tiere aus der Animal Lounge abgeholt werden. Hat auch ganz gut gemacht. Das seht ihr jetzt hier. So, hallo Leute. 11:06 Uhr, 7:15 Uhr sind wir, glaube ich, gelandet. Wir sind jetzt hier in Richtung der Animal Lounge unterwegs. Das ist der Cargo-Bereich vom Frankfurter Flughafen. Und wir fahren jetzt mal mit euch auf das Gelände der Lufthansa Animal Lounge. Das ist die Animal Lounge, was man da hinten sieht. Da ist auch heute richtig viel los. So, der Papierkram ist erledigt und jetzt geht's los mit Warten vor der Animal Lounge. Die Tiere müssen jetzt theoretisch nur noch ausgelöst werden bzw. rausgebracht werden. Zum Papierkram habe ich euch mal nicht mitgenommen, weil wir da innerhalb des Gebäudes nicht filmen dürfen. Und jetzt harren wir mal der Dinge, die da kommen. Bis gleich. Ich glaube, das sind sie. Ja, doch, das sind sie doch. Okay, prima. Also, haben wir sie da doch. Da ist die Palette, wird jetzt rangefahren. Na, wir haben jetzt nicht so weit. So, eingeladen. In der Zeit, wo Andreas dann in der Animal Lounge war ich kurz zu Hause, habe meine Sachen abgelegt und bin dann aber auch wieder zum Andreas gefahren, um die Fische natürlich auszupacken. Den kompletten Auspackprozess zeige ich euch jetzt natürlich nicht, weil da wird das Video, glaube ich, 4 oder 5 Stunden lang, sondern ich fasse euch das mal zusammen, wie das Ganze funktioniert, wie so Fische ausgepackt werden, wie so ein Import angenommen wird und so weiter und so fort. Und ganz am Ende seht ihr dann, was wirklich an Verlust war von der kompletten Sendung. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. So, Andreas ist jetzt hier gerade auf den Hof gefahren. Ich habe es natürlich verpasst, wie du reingefahren bist, aber ist egal. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 12, oder? 12. Wann sind wir gelandet? Um 7. 15. Ich habe euch das Einladen schon kurz gefilmt, uns abfahren und das Berg hochfahren. Die Klebebänder kennt ihr ja. Die habt ihr ja gesehen, als wir dort waren. Genau. Sondern wir das ja alles genau dokumentieren wollen. Wir haben jetzt Mittwoch, den 22. Februar. Ihr seht es hier drauf. Und am 21. Februar um 18 Uhr wurden sie gepackt. Also sind jetzt keine 24 Stunden später. Schon krass, oder? Wenn man überlegt, dass wir allein 15 Stunden geflogen sind. Ja, die sind ja mit uns geflogen. Ja, genau, beim selben. Wie war eigentlich euer Essen? Sagt mal. Also genauso schlecht wie bei uns. Ja. So, jetzt beschlägt gerade die Kamera. Wie viel Grad hast du hier drin? 26 ungefähr, 26. 90% Luftfeuchtigkeit, was genau, die Kamera sagt. Plus minus, ja. Ja, deswegen jetzt müssen wir erstmal die Linse sauber machen. Ich würde sagen, ich dokumentiere euch das jetzt mal anhand von einer Box am besten. Ich muss nur ab und zu mal die Linse hier sauber machen. Dann erkläre ich mal gerade anhand von einer Box. Ja, was hast du? 1? Jetzt 1 ist alles Red Wire. Genau. Also da haben wir jetzt die Boxnummern. Da Box 1 hier steht's. Das ist alles in der Box 1 drin hier, die ganzen Garnelen. Und da müssen wir jetzt praktisch in der Box die richtigen Kistchen raussuchen. Das habt ihr ja schon beim Einpacken gesehen. Es gab ja Beutel in einer Kiste und es gab Kisten in Kisten gepackt, in denen mehrere Beutel drin waren. Jetzt haben wir hier dieses Kiste-in-Kiste-System. Da werden aber nur die Garnelen und vielleicht noch die Schnecken oder so abgepackt. Alles andere wird in Anführungsstrichen normal gepackt. Das sind normale Box ja schon. Und hier seht ihr wieder alles, was wir beim Einpacken gesehen haben. Die Zeolit-Päckchen, das Material zum Festhalten und die Schildchen mit der Codenummer. Beutel sind ein bisschen kälter wie die Umgebungstemperatur, deswegen schlägt das jetzt hier auch an. Und kein Toter drin. Keiner zu sehen. Kein einziger. Ich kann ja mal ein paar Stichproben filmen, dass ihr seht, dass wir euch ja aber nicht was vom Pferd erzählen. Im Prinzip ist es ja, wie wenn ihr in den Zooladen geht und euch eine Tüte mit Fischen kauft. Da hängen welche oben dran. Die waren jetzt keine 24 Stunden unterwegs. Ja. Zeig mal so einen Beutel Fische hier schon. Warte ganz kurz, ich muss mal ganz kurz für die Linse. Immer Hand. So. So, das sind Neotropus chrosomus. Richtig schöne große Tiere. Ja, sehen auch gut genährt aus. Auch ein Beutel hier.
Also, auch in der Anlage gesehen. ja. Also hier sieht man aber auch, hier liegt kein Code drin, gar nichts. Also das machen sie wirklich gut. Die sind ja vorher ausgekodet, waren hat ja auch Ja, ein Video aber das gesehen. funktioniert halt auch gut, um das mal zu zeigen. Das ist ein Pastellgrund. Ja, genau. Richtig schöne Tiere. So, Joshua, erklär du gerade mal, was du da jetzt machst. Ich klimatisiere die Fische an. Also das Wasser ist natürlich jetzt das aus Taiwan und wir haben hier unser Packwasser, also das, was auch in der Anlage Ich ist. gewöhne die halt auch an unser Wasser an. Das mache ich dann in Zeitabständen jeweils 1 Liter aufgießen und also 1-2 Minuten warten, aufgießen. Dann das mache ich mit 3 Mal. Dann kommen die Tiere raus und pack sie weg. Zeigen wir euch gleich auch noch, ja. Also die kommen jetzt, ich erkläre es euch nochmal ganz kurz, hier ist das Packwasser drin. Das Packwasser ist dasselbe Wasser, was hier auch in der Anlage ist, komplett. Und ja, er gießt es jetzt hier 3 Mal auf, 3 Liter. Wie viele Liter sind ungefähr drin in den Tüten vorher? Auch 2 bis 3 Liter. Die packen hier auf ungefähr 20 bis 22 Kilo, manche hätten sie gesagt. Ja. Also wenn es 4 Beutel sind, sind in jedem Beutel 4 Liter plus Styropor plus Pappe, hätte ich jetzt mal gesagt. So, Ja. Pi mal Daumen. Oder so, ja. Ungefähr. Ja. Dann werden die angeglichen. Jetzt muss ich noch kurz warten. Genau. Dann haben wir hier ein Netz. Temperaturangleich geschieht praktisch mit Wasserangleich, weil das Wasser automatisch schon so warm ist wie das in den Becken. Die hier packe ich jetzt gleich aus. Die Unterdecoder. Halt den Beutel zu. Tue ihn dann vorsichtig so reinlegen. Und dann lasse ich sie langsam raus. Und dann sind auch alle Fische draußen. Ist nichts mehr drin. So, bei CBA, die haben das cool gemacht mit den Schildern hier. Ja, das haben wir schon gesehen beim Packen, ja. Genau, das sind die Nummern, die dann bei uns auf der Liste draufstehen. Weil wenn du das mit Edding draufschreibst, durch den Transport, reiben die ab, siehst du am Ende nicht mehr genau. Und ja, dann weißt du nicht mehr, was es ist. Genau. Jetzt haben wir hier nur 2 Beutel von der Art. Heißt, die passen dann auch vom Wasser gut rein. Packe ich mir dann beide hier rein. Das gleiche Spiel. Luft. Drehe sie mir um. Jetzt ist noch Wasser drin, ist natürlich besser für die Tiere auch. Lasse wieder rauslaufen. Ist nicht so sauber. Aber auch hier wieder nichts drin. Genau, also immer wichtig, wir kontrollieren die Beutel auch noch. Kann immer mal sein, dass sich in der Falte irgendwo ein Fisch festhängt oder sich festsaugt oder festkrallt. Ja. Kommt auf die Art drauf an. Und dann immer mal kontrollieren, bevor dann am Ende noch was drin steckt. Genau. Dann holen wir hier die Gefahrenbeutelchen raus. Genau. Und die Schilder. Ich gleiche dann ganz gerne halt immer noch ab. Nur zur Sicherheit. Okay, das sind beides auch die gleichen. Weil wenn sie im Becken sind, ist es wieder schwieriger zu sortieren als jetzt hier. Haben wir kontrolliert, okay, das ist die gleiche Art. Wir müssen jetzt in einen ganz anderen Raum laufen. Da ist ziemlich viel Wasser drin, deswegen lasse ich da ein bisschen Wasser ab. Ein paar Literchen, 1, 2. Dann nehme ich mir die Schüssel. Saugermann. Nimmst du nicht mit Isabel hat jetzt hier die Liste. Da wird jetzt die Beckennummer abgeglichen. D14. D14. Eigentlich, oh, jetzt suche ich mir das Feuer raus, das habe ich jetzt leider vergessen. Mache mir das Becken auf. Nehme die Fische dann, also tue die so ein bisschen hier unten zusammentreiben. Dann habe ich die Fische hier, kommen sie rein und lasse dann hier vorsichtig rausschwimmen. Im Vorhinein wurde das Becken auch schon vorbereitet. Die Beckenzettel beschriftet mit Ankunftsdatum, der Menge, in der sie gekommen sind und der wissenschaftliche Name. Wenn die Fische irgendwie empfindlich sind, kommt dann noch irgendwie Huminsäure mit rein, Seemantelbaumblätter oder pH oder so. In manchen Fällen auch Salz. Einfach weil es dann für die Tiere ja, besser ist. Genau. Gut. Dann habe ich das fertig. Hier unten ist jetzt so viel los, sonst würde ich das hier in den Abfluss schütten, das Wasser. Das schütte ich jetzt einfach hier auf den Hof. Mache ich sonst nicht. Das Wasser brauche ich ja nicht doppelt rumschleppen. Genau. So, und das wird jetzt mit allen Boxen gemacht. Das wird jetzt mit allen Boxen gemacht, genau der gleiche Prozess. Bei den Garnelen halt muss man halt ein bisschen aufpassen, weil die sich halt auch mal gerne an diesen, was war das, Zellulitbeuteln da. Zellulitbeuteln genau, oder Zellulitebeutel. Ja genau, da halten sie sich auch mal gerne fest. Aber da muss man immer gucken, dass da keine hängt. Vor allem wenn das irgendwie so eine relativ unauffällige Farbe ist, sieht man das manchmal schlecht.
Das Aalfutter, ja. Haben wir das eigentlich mittlerweile geklärt? Ne, ja? Muss ich immer noch machen, ja. Gut, alle einzelnen Kisten auspacken, das wird jetzt einen Zeitrahmen sowieso sprengen. Und ja, ich denke mal, das reicht auch, um euch zu zeigen, wie das Ganze abläuft. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wir beantworten euch die gerne. Und ja, machen wir jetzt noch weiter, dass die Fische alle in die Aquarien kommen. Und dann sehen wir uns am Ende nochmal. Bis gleich. So, also wir sind jetzt mit dem Import durch. Wie spät haben wir? Ich guck mal, ich habe irgendwo mein Handy einstecken. 1, hätte ich jetzt mal gesagt. 2 Uhr. Also nicht mal 24 Stunden später sind die Fische schon alle in den Aquarien und die Garnelen. Und an Ausfallquote, also ich habe jetzt ungefähr, glaube ich, knappe 8.000 Garnelen ausgepackt, ja? Sehr gut. Und ja, eigentlich zigtausend, ja. Und das ist die Ausfallquote. Es sind 2, 4, 6, 8 Stück. Bei den Fischen war gar nichts. Bei den Fischen war überhaupt nichts, kein einziger. Amano-Garnelen. Amano-Garnelen klein. Also auch wenn es jetzt unglaubwürdig klingt, kein einziger toter Fisch. 8 tote Garnelen und das bei so vielen Tieren. Ich denke mal, damit ist jetzt bestätigt, dass diese berühmt-berüchtigte Ausfallquote von 80% oder mehr einfach nur... Ja, es war ja immer klar, diese Studie war immer schon falsch, die wird halt immer wieder zitiert, weil sie halt bequem ist und weil sie halt immer wieder so zitiert wird, obwohl sie immer schon falsch ist und deswegen wird es halt immer wieder gemacht. Genau, ihr habt jetzt einmal gesehen, wie das Ganze komplett abläuft, von vorne bis hinten komplett durch und ja, vielleicht kann man das Video ja hier als Maßstab nehmen für neue Gerüchte. Genau, positive bitte. Positive, ja. So, ich melde mich jetzt auch nochmal ein Jahr später hier aus dem Schnitt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ein bisschen chaotisch teilweise gewesen, auch ein bisschen langwierig vielleicht. Aber ich fand es wichtig, den kompletten Prozess mal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise mal offen zu legen, wie wirklich die Ausfallquoten sind, wenn man so einen Tierimport macht oder so einen Fischimport macht. Weil die Gerüchte, was da halt kursieren, sind halt schon echt extrem übertrieben gewesen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert und ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Ihr konntet ein paar Informationen daraus ziehen, auch was Taiwans Regierung und so für den Zielfischimport und Export macht. Finde ich auf jeden Fall super klasse. In den nächsten Videos, die jetzt kommen von diesem Jahr, geht es unter anderem auch um die Technik und um den Fortschritt in Taiwan, wie das Ganze da läuft mit der Zielfischindustrie, um ein paar Züchter, um eine krasse neue Innovation, die James gemacht hat. Das seht ihr aber dann in den folgenden Videos. Nicht wundern, die Videos kommen jetzt nicht Schlag auf Schlag. Ich habe eine Menge noch zu tun mit dem Videoschnitt der Videos. Die müssen alle noch ins Englisch und ins Chinesische übersetzt werden. Das dauert auch noch einige Zeit. Jetzt ist gerade ein bisschen Sommerpause. Ihr habt was Besseres zu tun, als YouTube zu gucken. Deswegen, ich lasse mir da ein bisschen Zeit mit den Videos. Die kommen aber auf jeden Fall und ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Die Borneo-Videos werden auch der absolute Knaller. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch richtig drauf freuen. Und ja, ich würde sagen... wir sehen uns einfach dann beim nächsten Video wieder. Ich denke mal, das nächste wird dann aber trotzdem sein von James seiner Kampffischanlage. Das ist nämlich echt eine mega Innovation und das will ich unbedingt noch schneiden. Gut, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.